Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Wie ihr seht, Pfälzer Rauchzeichen, Landau. Für all die jetzt nicht hier sind, ihr habt wirklich einiges verpasst. Das Ganze geht über 2 Etagen. Ihr kriegt ja nachher die ganzen Videos dann im Anschluss hier zu sehen. Dann habt ihr mal so ein paar Eindrücke davon. Und es sind natürlich halt etliche hier von Facebook und natürlich halt auch von YouTube präsent. Holmer Knutzen ist da, ist oben im ersten Stock. Die ganze Geschichte ist auf 2 Etagen aufgeteilt. Und hier gibt es wirklich alles. Viele Freehand-Pfeifen, aber halt auch entsprechende Estates. Und Beutezug war bei mir erfolgreich. Das hier ist eine der Beuten. Aber die zeige ich euch dann ganz zum Schluss. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Eintritt, wie gesagt, ist ja frei. Konnte man ja der Homepage auch entnehmen. Das nächstgelegene Parkhaus, das sind gerade mal rund 250, 300 Meter, mehr ist es nicht. Und Tagessatz 7 Euro, also kann man auch nicht meckern. Und bevor ich euch jetzt hier weiter was erzähle, schaut euch einfach die Impressionen an und viel Spaß dabei und wir sehen uns.
Die Pulver. So, also Pulver mit. Die ist eine große und eine kleinere. Und die hat eine bessere Bohrung für Das war gut gemacht, mein Freund. no, das ist von mir davon. So, hier seht ihr mich wieder. Ja, die Pfälzer Rauchzeichen sind vorbei. Das Ganze lief ja nur bis um 16 Uhr. Wir saßen noch ein Weilchen draußen, hatten noch ein bisschen gequatscht und so gegen 16:30 Uhr ungefähr hat sich dann das Ganze aufgelöst. Dann sind auch die ganzen Händler rausgegangen, weil wie gesagt 16 Uhr war Zapfenstreich. Der Tag war klasse. Wir haben also viel Zeit miteinander verbracht in kleineren Grüppchen. Die einen oder anderen Leute kannte man vom Sehen her oder man wurde erkannt vom Sehen her. Und so gesehen war es also auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, informativer und vor allem halt wirklich größtenteils auch sehr spaßiger Nachmittag, den wir da hatten, beziehungsweise Vormittag, Mittag und Nachmittag. Und die Location war super, wirklich mitten in der Innenstadt gelegen. Das nächstgelegene Parkhaus, Tagessatz liegt dabei maximal 7 Euro, ist also keine 300 Meter entfernt. Von dort aus einmal in die Innenstadt rein, den alten Rathausplatz überquert und da ist man bei dem alten Kaufhaus. Und davor ist von der Pizzeria, das haben wir auch erst später erfahren, so eine richtig schöne Sitzgruppe, verschiedene Tische mit Stühlen gewesen. Wir dachten natürlich alle, wunderbar, das ist Sitzgelegenheiten für Pfeifenraucher, damit wir eine quarzen können. Aber das gehört leider zur Pizzeria auf der anderen Straßenseite. Und wir haben uns da halt mit denen so verständigt, dass wir halt die Getränke von denen kaufen und die einen oder anderen, unter anderem halt auch ich, wir haben da halt auch eine Kleinigkeit gegessen, haben uns da halt eine Pizza geholt, eben damit die sehen, okay, die wollen nicht nur sitzen, Pfeife rauchen, die wollen wenigstens auch Geld in die Kasse bringen. Tja, der Tag ist vorbei. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, du gehst hin, schaust dich um, genau treu dem Motto, sehen und gesehen werden. Und es waren halt, Holmer Knutzen war da, klar, den hatte ich da eigentlich auch direkt schon erwartet.
und war auch wieder mal sehr informativ, weil er gerade von seiner China-Reise kam und hat halt auch erzählt, die Pfeifen, die er mit hat in China, die haben es ihm förmlich aus den Händen gerissen. Und er hat extra jetzt noch welche für die Pfälzer Rauchzeichen zurückgehalten, sonst hätte er überhaupt keine Pfeifen gehabt. Die haben ihm in China wirklich alles abgekauft, was er hatte. Und muss also für ihn ein super Geschäft gewesen sein. Freut mich auch sehr für ihn. Und die Pfeifen, die er heute dabei hatte, Donnerlüt, das waren richtig schmucke Teile. Ihr habt es ja hier im Video gesehen, da waren ja seine Pfeifen dabei. Die haben also sehr gut gefallen. Sind nur leider Gottes außerhalb meiner aktuellen finanziellen Reichweite. Weil die mich wirklich gereizt hätten, die lagen jenseits der 400 Euro. Und ich habe mir halt schon vor ein paar Jahren so ein Limit gesetzt, das so natürlich auch stetig inzwischen angestiegen ist. Ich hatte mal ein Limit von 100 Euro, also mal ganz früher ein Limit von unter 100 Mark. Dann kamen 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro, 250 Euro. Aktuell bin ich bei ungefähr 300 Euro. Wenn ich eine Pfeife kaufe, dann wird auch nichts anderes mehr geholt, weil bei 300 Euro ist bei mir wirklich Schicht im Schacht. Michael Apitz weiß, ich habe bei ihm auch schon mal knapp 500 Euro gelassen bei einem Besuch, aber es war halt eben nicht nur für eine Pfeife, sondern es sind gleich ein paar Pfeifen mehr mitgekommen und auch noch Tabak dabei gewesen. Das steht dann in einem ganz anderen Verhältnis. Naja, ich hatte eigentlich, wie gesagt, nur vorgehabt, hingehen, Flagge zeigen, ei Gute, hier bin ich, und anschließend wieder gehen, dass man eben sieht, er war ja mal da. Und ich wollte ja auch mal den einen oder anderen YouTuber kennenlernen, gerade so von der neuen Generation. Tja, Theorie und Praxis. Ich habe es den Jungs ja auch gerade gesagt, das steht sogar im Alten Testament. Der Geist war willig, doch das Fleisch war schwach. Ja, so kam es dann natürlich. Erstmal Video gemacht und gesehen, oh, Estate-Händler. Dann die ganzen Pfeifenmacher besucht, auch bei Hohe Bonsai, den ich ja auch seit 2016 nicht mehr gesehen hatte, auch mal ein bisschen mit dem kurz geklönt. Freut mich auch, dass unser Buddy Holly wieder dabei war. Den habe ich auch seit Loma nicht mehr gesehen, und zwar Loma 2011. Das ist mittlerweile auch schon wieder 12 Jahre her. Es hat mich auch sehr gefreut, Alex zu sehen, wenn auch immer nur sehr kurz. Er war wohl, ich glaube, es soll wohl seine Freundin gewesen sein da. War schön, dich zu sehen, Alex. Wäre halt auch schön gewesen, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit am Ende gehabt hättest. Weil wir haben dich dann immer mit dem Holger zusammen stehen sehen und ich hatte dich ja gerufen, dir beigewunken. Und schade, weil wir hätten Platz gehabt. Wir waren eine sehr illustre Truppe. Du wirst ja gesehen haben, wir waren ja, entweder waren wir YouTuber oder es waren zumindest Lurker dabei, die man aber halt inzwischen auch kennt. Tja, das waren jetzt nur ein paar Namen, die restlichen seht ihr ja im Video. Und ich konnte es mir halt nicht verkneifen, weil gerade bei Estate Mami, da kann man nicht Nein sagen. Und das ist das erste Stück. Gesehen, geschnappt, bitte einmal beiseite legen. Da konnte ich nicht Nee sagen. Der Preis war einfach klasse. Savinelli 320 KS und zwar in der Edition Rom. Also mir hat sie gleich gut gefallen. Ich mag jetzt Savinelli 320 KS. Sie fasst sich gut an. Sandgestrahlte Pfeifen mag ich ja sowieso. Das hat die Truppe ja eben in Landau ja auch mitbekommen. Ich hatte ja eigentlich nur sandgestrahlte Pfeifen dabei gehabt, mit Ausnahme von einer Meerschaum. Aber, ach ja, eine Faun hatte ich auch noch dabei. Ja, das ist Beutestück Nummer 1. Habe ich einen wunderschönen Beutel bekommen. Gefällt mir, Pfeife gefällt mir, der Beutel gefällt mir, bleibt bei mir. Dann habe ich mir noch eine zweite gegönnt. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, mir überhaupt eine Pfeife zu holen. Dann habe ich die eine gesehen, hat die andere gesehen. Ja, was soll man sagen? Der gute René Lehmann hätte jetzt Glitzern in den Augen. Aber bei dem Klopper hier, denke ich mal, wäre das Glitzern bei ihm noch intensiver geworden. Denn die Pfeife, ich liebe ja generell Apples. An apple a day keeps the doctor away. In dem Fall, das muss ich auch noch meiner Frau beibringen, Apfel, gesund. Also bei dem Apple konnte ich nicht Nein sagen. Das ist eine Pfeife von Manuel Schabi. Wer sich noch daran erinnert, sofern ich mich noch richtig erinnere, hat Manuel Schabi damals vor bestimmt 10 Jahren und die Jahre zuvor Pfeifen ursprünglich erstmal nur in der Werkstatt von Darmpipe präpariert, später auch seine eigenen Pfeifen gemacht und im Darmpipe-Katalog angeboten und verkauft. Und das hier ist eins von diesen Schmuckstücken. Eine wunderschöne Apple, die ich auch vor Ort direkt angefangen habe einzurauchen.
Und zwar mit nichts Geringerem als dem Elwood Flake Nummer 2 aus dem Hause DTM Down Tobacco. Eine wunderschöne Pfeife, ein riesen Klopper, wie man ja hier an meinen Händen sieht. Die Hand ist jetzt alles andere als klein und der füllt sie aus. Also hier passt gut was rein. Die Pfeife werde ich irgendwann auch nochmal ein bisschen genauer dann vorstellen, genauso auch wie die Savinelli 320 KS. Die Pfeifen, die ich habe, werde ich jetzt nach und nach ohnehin alle hier mal vorstellen. Ich habe ja genügend zur Auswahl. Und wenn man dann auch vielleicht nicht dieses spezielle Modell kriegt, das Shape gibt es normalerweise von den Pfeifen immer noch. Und ansonsten halt die Bucht macht es möglich. Da kriegt man ja auch einiges geboten. Aber das war es schon soweit ja von mir für heute. Ich wollte euch ja nur mal so ein bisschen die Eindrücke zeigen vor dem Pfälzer Rauchzeichen 2023 in Landau. Eine super Veranstaltung, super besucht, tolle Aussteller, tolles Ambiente, natürlich aber halt auch sehr tolle Pfeifenmacher dabei. Tommy Teichmann, Tommy, hallo nochmal. Wir hatten zwar nur ein kurzes Vergnügen, aber wir hatten hier ein Vergnügen. Das gleiche gilt ja für Hoi Bonsai. War mir ein Riesenvergnügen, ihn wiederzusehen. Ihn kannte ich ja noch aus der Zeit, als er selbst noch YouTube-Videos gemacht hat und Pfeifen eigentlich nur so als Hobby für sich selbst gefertigt hat. Ich hatte 2016 mich ja verabschiedet von YouTube. Er hat 2016 angefangen, seine eigenen Pfeifen zu machen und zu verkaufen, also auf professioneller Schiene. Und da hatten wir uns halt die letzten 7 Jahre aus den Augen verloren. War daher ein Riesenvergnügen, ihn natürlich zu sehen. Auch all die anderen, die ich gesehen habe, die mich erkannt haben, die ich zum Teil erkannt habe, die ich teilweise zu meiner Schande, aber wie gesagt, es liegt halt dran, wenn die Leute keinen Kanal haben, die ich selbst nicht unbedingt erkannt habe, weil es waren viele dabei, die kennen die Videos, die haben mich dann auch angesprochen und ich muss halt immer passen, weil wenn einer die Videos sieht, sehe ich ja nicht, wer sie sieht. Aber es freut mich natürlich ungemein, dass nach all den Jahren trotz allem die Videos noch bekannt sind und jetzt durch den Wiedereinstieg, ihr habt es ja schon mitbekommen, jetzt kommt wieder ordentlich Futter nach. Also Futter gibt es mehr als genug und danach dann auch in einem wöchentlichen Rhythmus. Von daher, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken und wenn ihr mal Gelegenheit bekommt, eine Pfeifenmesse zu besuchen, tut es. Ihr seht lauter Gleichgesinnte, es wird gefachsimpelt, man tauscht untereinander die Tabake aus, man sitzt zusammen, man klönt von früh bis spät. Wer schon mal bei Dahlpipe im Geschäft war, so ungefähr, nur mit sehr viel mehr Ausstellern. So ungefähr läuft es dann halt auch bei so einer Messe ab. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Von daher, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Happy Puffing und ciao.